Wie bin ich zu Yoga gekommen? Ich bin durch meine Mutter zu Yoga gekommen. Und da war ich noch ziemlich jung, war eine der Jüngsten, die den Yoga-Unterricht da besucht hat. Und ich hatte das Glück, eine sehr liebe Yoga-Lehrerin dort kennenlernen zu dürfen, mit meiner Mutter zusammen. Und diese Yogalehrerin, die hat auch schon eine Art Begabung bei mir festgestellt. Und zwar auch die Begabung, ja, zu unterrichten oder etwas weiterzugeben. Und dafür bin ich ihr heute noch dankbar. Ja, in meiner Yoga-Zeit oder in meiner Yoga-Ausbildung, da hatte ich das Glück, sehr viele gute Lehrer zu haben. Da bin ich dankbar, in der Yogaschule Vision meine Ausbildung gestartet zu haben. Und einer meiner Lehrer, das ist der Sriram. Und der begleitet mich bis heute. Und ich bin so froh, ihn kennengelernt haben zu dürfen. Und auch die Ausbildungsleiterin, die leider nicht mehr unter uns ist, die Karin Fuchs, die diese Yogaschule geleitet hat. Und das ist jetzt auch schon wieder ja, über 20 Jahre her, wo ich diesen Yoga-Weg gehen durfte. Und ich gehe ihn immer noch und ich gehe ihn mit Freude. Und jeden Tag übe ich Yoga und jeder Tag ist anders. Und das schönste Geschenk für mich ist, wenn ich einen blutigen Anfänger habe und sehe, was Yoga in diesem Menschen macht. Als mir Sriram zugesagt hat, dass ich das Interview mit ihm führen durfte, war ich so aufgeregt. Ich war froh, dass ja, Phil mich beruhigt hat. Und ich war so aufgeregt, und zu ihm zu kommen. Und dann ging die Tür auf und wir haben die ersten Worte miteinander gewechselt. Und er hat sich auch erinnert. Ich hatte ein paar Namen genannt und er hat auch wieder so, die Zeit war sofort stehen geblieben. Er hat mich ja immer weiterhin begleitet. Ich war ja auch schon mal zwischendrin bei einem Workshop bei ihm. Aber da hatten wir nie das Gefühl wieder so, wie wir da zusammen saßen. Und da ist wieder diese Magic entstanden. Und auch für mich, dass ich auf diesem Weg bin und ihn lauschen darf und seine Erfahrung. Und das ist ja das Schöne, dass auch Yoga ja das ausmacht, dass wir voneinander lernen. Jeder ist ein Lehrer und das ist das Schöne dabei. Ich kriege Gänsehaut, wenn ich daran denke. Namaste, lieber Sriram. Namaste, Diana. Wie schön, dass ich bei dir sein darf. Seit über 15 Jahren komme ich jetzt zurück zu meinem Meister. Vielen Schön. Dank. Und es ist auch, du hast mich immer begleitet in meinem Yoga-Weg. Und wie schön ist es, dass wir heute zusammensitzen können und dass ich mit dir sprechen darf. Schön, freut mich. Mich würde interessieren, wie bringen wir denn wieder uns zurück zu den Wurzeln in dieser ganzen Welt, in der wir uns jetzt befinden? Du meinst jetzt du meinst uns beide oder die Yoga-Welt? Oder? Die Yoga-Welt an sich. Wie kommen wir zurück zu unseren Wurzeln in dieser Yoga-Stile, moderne, westliches, die Tradition? Wie bringen wir uns wieder zurück zu den Wurzeln, deiner Meinung nach? Ja, sieh, die Idee der Wurzel ist ja auch nicht nur eine Idee von Raum, in dem wir tiefer reingehen, sondern auch eine Idee von Zeit, dass wir weiter zurückgehen in die Zeit. Insofern ein Finden zu den Wurzeln ist nicht möglich, ohne dass wir in die Zeit zurückgehen. Und das bedeutet in die Wurzeln der Yoga-Geschichte. Und wenn wir in die Yoga-Geschichte gehen, sehen wir bei der Wurzel von Yoga ein wichtiger Gedanke, nämlich Tapas. So war auch das ursprüngliche Wort für Yoga. Es hieß Tapas, das heißt brennen für etwas, sozusagen dursten für etwas. Und
und sozusagen Leidenschaft erbringen für etwas. Und damit verbunden ist auch eine Art von Bereitschaft auf Bequemlichkeit zu verzichten zugunsten besserer Erfahrung. Und ich glaube, diese Bereitschaft, äh, auf Bequemlichkeit zu verzichten, nicht als ein Problem, sondern als eine Akt der Neugierde, wo wir etwas Besseres dadurch gewinnen, das ist fantastisch. Ja? Also zum Beispiel, wenn ich sage, ich habe keine Kraft und ich bin müde und ich mache mich bequem in einen Sessel, das ist eine Art und Weise, vielleicht zur Energie zu finden. Aber wenn ich mir sage, ich bin ein bisschen müde und verwirrt und stelle mich hin und ein paar Asanas oder Übungen mache, dann komme ich vielleicht ganz anders auf Energie und auf Wachsamkeit und vertreibe ich diese Müdigkeit auf eine ganz andere Art und Weise. So dieses Verzichten auf eine gewisse Bequemlichkeit ist eigentlich kein Verzicht, sondern ein Gewinnen von neuer Kraft. Das ist so, glaube ich, ein bisschen die Idee des Tapas oder des Yoga in seiner Wurzel. Yoga und Atmung. Ja, Wie passt das? ja, das Wort Yoga und, und der Atem sind so verwoben wie eigentlich nichts anderes, besonders wenn es um Übung und Umsetzung des Yoga geht. Egal welches Quellwerk des Yoga man nimmt, äh, Atem ist fast immer der Mittelpunkt. Es gibt diesen Begriff Hatha Yoga. So, und man meint, Hatha Yoga, da ginge es um den Körper. Aber stopp, das ist falsch. Es geht zwar um Körper, aber es geht vor allem um den Atem und um den Körper. So, es ist der Atem, der auch in den Quelltexten des Hatha Yoga die zentrale Rolle spielt, nicht der Körper. Und bei den philosophischen Quelltexten des Yoga spielt natürlich auch der Atem eine sehr zentrale Rolle, weil eben der Atem als nicht ein Schatten des Geistes, vielleicht der Geist als Schatten des Atems gesehen wird. Auf jeden Fall Atem und Geist als zwei Dinge, die gar nicht mehr trennbar sind voneinander. Insofern, eine Arbeit am Geist ist nicht möglich ohne die Arbeit am Atem. Das steht sogar in allen indischen, nicht allen, Entschuldigung, in der indischen Religion, das steht sogar in der indischen Religion, also was man heute Hinduismus nennt, also Vedanta als eine philosophische Richtung. Sogar dort ist es fest verankert, diese Idee. Und in Yoga ist es A und O. So in der gesamten Yoga-Philosophie steht der Atem ganz wichtig. Und für die Praxis des Yoga, wie soll ich wissen, ob ich richtig sitze oder mich wirklich in meinem Körper wohlfühle oder ob ich mich körperlich richtig anstrenge, mich zu viel anstrenge, beziehungsweise zu lasch bin? Diese Fragen können wir nicht beantworten, indem wir auf den Körper schauen, sondern nur indem wir auf den Atem schauen. So, das heißt, auch deine Frage bezüglich, ob du in der richtigen Haltung bist, ist nicht nur eine Frage, ob du an den Gelenken locker bist, ja? Oder mit den Muskeln aufgerichtet genug bist. Der Atem sagt dir, die langsame Atmung, ob du locker und lang ausatmest oder einatmest, ob du kraftvoll und intensiv genug aus- oder einatmest. Das gibt die Antwort darauf, ob du locker genug bist und gleichzeitig kraftvoll genug dich verhältst, ja? Was Gelenken und Muskeln angeht. So sogar auf dieser Ebene, in diesem Verständnis von Körper, brauchen wir den Atem. Und zweitens, wenn mich jetzt mein Atem verlassen würde, im Sinne, mein Atem wäre hektisch, ich wäre in eine Kurzatmigkeit geraten, das ist okay, das ist etwas Alltägliches, das kann passieren, wenn wir aufgeregt sind oder wenn wir energisch reden. Aber für einen Fluss der Gedanken, für eine nicht Ehrlichkeit, sondern für eine Natürlichkeit des Denkens und Fluss des Denkens, wenn der Atem nicht mitwirkt, dann irgendwo verhaspeln wir uns, auch im Geist und im Kopf. Und insofern spielt der Atem nicht nur eine wichtige Rolle, eine so fantastische Rolle in unserem Verständnis vom Selbst. So insofern würde ich sagen, Atem ist das Geschenk des Yogas, wenn überhaupt wir von Yoga als ein ganz eigentümliches und großartiges Gut geht, das ganz für sich steht.
wegen dem Atem und vor allem wegen dem Atem. Namaste, ihr Lieben. Heute gibt es ein Video, wo ihr gar keinen großen Aufwand betreiben müsst und so keine Matte ausrollen oder irgendwie Platz schaffen. Denn das könnt ihr bequem im Sitzen machen, auf eurem Schreibtischstuhl, auf der Couch, im Bett, wo auch immer. Und ich freue mich und lade euch dazu ein, einfach mal nach innen zu horchen, zur Ruhe zu kommen mit eurer Atmung. Und wenn du die Augen geschlossen hast, dann konzentriere dich ganz auf dein Innerstes. Lausche nach innen. Nimm dir die Zeit zu spüren, wie geht's mir? Was bewegt mich? Und dann erlaube auch alles oder allem, was so hochkommen möchte, dass es hochkommen darf, dass du es spürst. Vielleicht auch die unangenehmen Dinge. Aber es gibt einen großen Unterschied. Wenn so etwas Negatives hochkommt, dann versuch einfach, dem keine Aufmerksamkeit zu geben. Du akzeptierst es, dass es da ist, aber du beschäftigst dich nicht weiter damit. Versuch dann, eine Stimmung aufzubauen, die dir gut tut. Komm zur Ruhe, schalte vielleicht gerade mal alles aus. Computer, Handy, mach die Tür zu oder geh in den Wald, so wie ich. Und nimm dir die Zeit, abzuschalten. Die Welt weiter kreisen zu lassen und innen zur Ruhe zu kommen. Oft hilft mir auch dabei, dass ich lächle. Ich lächle mir zu. Wenn ich nach innen lausche, das bin ich. Und mich selbst begrüße ich wie einen lieben Freund, den ich schon lange nicht mehr getroffen habe. Und den umarme ich und dem schenke ich meine ganze Aufmerksamkeit. Beginne erst einmal ganz bewusst, dir den Atem aufzurufen, denn er sagt dir, wie du dich heute fühlst. Dazu gehst du auf die obere Atmung, konzentrierst dich auf die Nase, Stirnraum und so weit der Atem eben kommt. Öffne dazu deine Nasensegel, atme tief ein und gerne mal durch den Mund ausatmest. Bei jedem Ausatmen fällt es dir vielleicht schon leichter, anzukommen. Und hier drinnen, im tiefen Innersten, da freue ich mich, Zeit zu haben, mir zu begegnen, mich zu treffen. Und dann kann ich ganz bewusst in den Herzraum gehen oder du berührst ein Körperteil, wo du merkst, da brauche ich jetzt bewusst Aufmerksamkeit. Ich gehe in den Herzraum, da wo die Liebe sitzt, zu unserem Herzchakra. Und wenn ich meine Hände auflege, dann spüre ich die Energie unter meinen Händen. Ich spüre die Berührung.
Und es fällt mir leichter, mich zu konzentrieren und mich zu spüren, mich wahrzunehmen. So wie ich bin, bin ich gut. So wie ich bin, liebe ich mich. Und manchmal, wenn sich sowas festgefressen hat, ja, der Nacken ist steif, fühlt sich nicht gut an, dann kannst du wunderbar mit einer kleinen Bewegung deinen Hals wieder frei machen. Dazu atmest du ein und im Ausatmen drehst du den Kopf, blickst über die Schulter, bleibst hier mindestens 3 Atemzüge. Mit der nächsten Ausatmung kehrst du wieder zurück in die Mitte und spürst nach. Genauso machst du es zur linken Seite. Du atmest wieder durch die Nase ein und aus. Bleibst hier in der Atmung verankert. Und kehrst dann wieder zurück und spürst nach. Wie geht's dir jetzt? Für alle, die schon mal mit Mantras zu tun hatten, das Om vielleicht kennen und das schon praktizieren, möchte ich heute gemeinsam das Mantra Ramadasa Sa Se Su Hong zum Abschluss rezitieren, singen. Schließ dazu deine Augen und wenn du nicht mit singen möchtest, dann lausche einfach meiner Stimme. Lass es dir gut gehen. Ramadasa Sa Se Su Hong. Ramadasa Sa Se Su Hong. Ramadasa Sa Se Su Hong. Wie geht's mir? Wie geht's dir jetzt? Namaste. Bleib entspannt. Ja, wie ist es, Babak zu treffen? Babak zu treffen ist nicht von dieser Welt. Babak ist ein großer Meister. Und wie es dazu kam, dass wir Babak für unseren Film bekommen, muss ich ganz weit ausholen. Und zwar habe ich Babak durch einen lieben Menschen kennengelernt. Wir haben Babak kennengelernt durch unser Podcast.
Und wir haben damals schon festgestellt, Phil und ich, wo wir diesen Babak interviewt haben, dass es sehr, sehr tief ist, sein Wissen. Also man hat vielleicht selber schon sich die Frage gestellt, warum bin ich hier? Was ist meine Aufgabe? Und dann schaut er dich an und rollt erst mal von hinten auf. Und das Schöne ist, Babak gehört ins Yoga, weil Babak so die grundlegenden Fragen und Antworten kennt. Eigentlich ist die Antwort bei dir selber. Aber es ist eine Art und Weise von einer Lebenseinstellung, die wunderbar zu Yoga passt. Aber schaut selber rein, was Babak so weiß. Namaste, Babak. Namaste. Wie schön, dass du dir Zeit nimmst, dass wir sprechen können. Und ich würde gerne mit dir heute über Yoga sprechen. Aber zunächst einmal habe ich mir schon als Kind immer die Frage gestellt, wer bin ich und warum bin ich hier? Was gibt es da für eine Antwort drauf? Im Grunde genommen, die ganze Menschheit ist mit dieser Frage beschäftigt. Bewusst oder unbewusst. Allerdings die Antwort ist nicht verbal zu kommunizieren, sondern die Antwort ist, wir sind hier erstmal zum Leben. Um zu erkennen, was das Leben ist unsere Aufgabe, unsere eigene Beziehung mit dieser Welt herauszufinden. Und auf diese Weise öffnen sich die Wege, dass wir unseren Selbst näher kommen. Umso mehr wir unseren Selbst näher kommen, umso mehr kristallisiert sich heraus, warum wir hier sind. Weil die Bestimmungen von uns Menschen können wir uns selbst nicht vorschreiben, sondern wir können bei uns entdecken, indem dass wir in uns hineinschauen. Wo sind unsere Stärken? Was ist, das uns Freude bereitet? Was bewegt uns? Und wo sehen wir uns selbst? In dem Sinne, wenn wir uns fragen, wer bin ich? Das ist eine Kardinalfrage. Das führt dazu, dass ich auch herausfinden kann, wo ich herkomme und wo ich hingehe. Und wenn ich frage, was mache ich hier? Dann kann ich nur sagen, wir sind hier, um herauszufinden, wer wir tatsächlich sind. Das heißt, die zweite Frage ist beantwortet, sobald wir die erste Frage beantworten. Und doch können wir nicht erkennen tatsächlich, wer wir sind. Aber wir können erkennen, wer wir nicht sind. Das Veränderliche in uns zu erkennen. Wenn wir sehen wollen oder wissen wollen, wer wir sind, ist es so, dass der Auge versucht, sich selbst zu sehen. Aber unsere Auge kann schauen und alles um ihn herum anschauen und sehen, das bin ich nicht. Und dann bleibt nur eine Sache unveränderlich übrig. Das ist unser Selbst, das tief in unserem Innen verborgen ist. Und er ist immer da. Der war nie weg und er muss nicht kommen. Wir haben nur seine Anwesenheit noch nicht wahrgenommen. Und wenn dieser Moment kommt, dass wir die Anwesenheit von unserem Selbst, das Unveränderliche, wahrnehmen, sind im Grunde genommen die Fragen verschwunden, nicht beantwortet. Die sind nur verschwunden. Und wir fangen an zu leben. Und wir leben jetzt in dem Moment so schön hier mit dieser wunderschönen Aussicht. Wir dürfen jetzt über Yoga sprechen. Dazu ist zu sagen, du stammst aus Persien. Ich sage das deswegen, weil mich das so interessiert, wie du den Ursprung vom Yoga siehst. Mit
deine Tradition? Der Ursprung von Yoga ist im Osten entstanden. In viele Traditionen, das in Bereichen von Indien bis nach Iran und weiter sich entwickelt haben, haben verschiedene Namen bekommen. Sie haben sich entwickelt in verschiedene Traditionen. Yoga ist das Leben. Und jede Tradition hat einen anderen Namen dafür gefunden. Und all diese Namen sind für einen bestimmten Weg, wie man wieder zu sich selbst kommen kann. Die im Osten haben die Gaben gehabt, die tiefer in sich hineinschauen konnten. Jahrtausende. Und in dem Sinne, das ist so wie ein Muskel, das man trainiert. Umso mehr in eine Sache hineingeht, umso größer sind die Dinge, die wir erkennen können. Irgendwann mal, wie alle anderen Dinge, hat diese Tradition auch Fuß gefasst im Westen, im Abendland, so wie wir sagen. Genau. Und hat angefangen mit den Traditionen, was im Abendland geläufig war, sich zu vereinen. Und so ist es momentan eine Synthese entstanden. Das heißt, Yoga hat seinen ursprünglichen Weg vielleicht nicht verlassen, aber der Ursprung ist ein bisschen verloren gegangen. Was wir im Westen als Yoga kennen, meistens Yoga-Traditionen sind schon von Hatha Yoga entstanden. Bevor Hatha Yoga ein Fitnessprogramm wurde, war es im Grunde genommen ein Weg, wie man physischen mit dem Vitalen und Mentalen miteinander vereinen kann. Und das sehen wir in Abendland in Dreifaltigkeit. Hatha Yoga bedeutet, Ha bedeutet Sonne und Ta bedeutet Mond. Sonne und Mond stehen auch gleichzeitig für männliche und weibliche Energie, für Plus und Minus und wie die Welt entstanden ist. Und Yoga bedeutet Vereinigung, sich zu binden oder verbinden. Und das, was wir durch Yoga uns damit verbinden oder an das binden wollen, ist nicht etwas außer uns, sondern das ist in uns. Yoga ist der Weg zu unserem Inneren. Exoterik ist das Wissen von außen und Esoterik ist das Wissen, was wir in unserem Innen tragen. Und dennoch sehen wir, dass die Schwierigkeiten hier waren, diese Tradition in seiner Form, wie es früher in Indien war, hier zu übertragen. Aufgrund der Unterschiedlichkeit von Kulturen. Die Menschen, die in Indien früher Yoga gemacht haben, sie haben 7 Tage die Woche, ganze Jahr lang, ganze ihr Leben Yoga gewidmet. Das ist hier nicht möglich. Deswegen, wir nehmen von Yoga in Europa das raus, was wir rausnehmen können. Und das ist so, ist nichts Falsches daran. Das ist so, dass wir unseren Körper damit fit halten wollen. Und somit wollen wir von unserem Körper hinein auf Geist wirken. Dass unser Geist auch sich erfrischen kann, Energie gewinnen kann. Das ist das System von Yoga, was wir hier in Europa sehen. Finde deinen Weg. Find your way. Komm mit auf den Weg. Come with on the journey. Werde eins. Become one. Finde deine Balance. Find your balance. Mach die
nichts muss. Everything can, nothing must. Yoga ist im Fluss. Yoga is in the flow. Yoga bist du. You are yoga. Fühle dich. Feel yourself. Eine ganz besondere Freude war es für mich, dass Anna Trökes zugesagt hat, im Interview dabei zu sein. Jeder, der mit Yoga zu tun hat, kennt diesen Namen. Anna Trökes hat ihr Yoga-Studio eröffnet in meinem Geburtsjahr. Anna, ich freue mich auf dich. Namaste, liebe Anna. Namaste, Diana. Danke, dass wir heute bei dir sein dürfen. Kommen wir zu einem Thema, wo du sehr schön beschrieben hast, auch mit Yoga zur Selbstheilung zu kommen. Ja, das ist ja hier schlussendlich ein ganzes großes Buch reingeflossen, weil mich das Thema so interessiert hat. Das habe ich vor der Pandemie geschrieben. Das heißt ja Übung zur Stärkung unseres Immunsystems, weil ich im Laufe der Jahre immer wieder beobachtet habe, dass ich mit bestimmten Übungen etwas bewirken kann. Als ich dann diverse Bücher über das Nervensystem geschrieben habe, ist mir klar geworden, dass Entspannung ein ganz wesentlicher Bestandteil dessen ist von Selbstheilung. Und ich habe dann, als ich hier mit Holger Kramer zusammengearbeitet habe, noch mal mehr verstanden oder auch die Bücher da aus dem Kreis der Klinik Essen-Mitte gelesen habe, verstanden, dass es eine innere Einstellung von das, was wir im Yoga Vairagya nennen, braucht. Also so ein inneres Loslassen und irgendwie innerlich sich eher auf Entspannung einstimmen, damit der Parasympathikus respektive der Vagus aktiv werden kann. Und so wird nur, wenn er aktiv ist, geschieht ja überhaupt Regeneration auf der Zellebene. Und zur Regeneration gehört dann auch als nächstes Heilung. Ja? Und in der Regeneration stellt sich auch das Immunsystem immer wieder aufs Neue auf. Also da ist es wirklich aktiv, wohingegen es im Stress ja zwar schon ein bisschen hochfährt, aber wenn der Stress nicht rauf und runter geht, niedrigschwellig, dann wird es ja auf die Dauer enorm geschwächt. Also mir ist klar geworden, dass wir vor allen Dingen
etwas brauchen, was uns hilft zu entspannen. Und das sind natürlich viel weniger Übungen als die Arbeit wieder mit der inneren Einstellung. Ja, das ist, Yoga ist ja immer Mind-Body. Immer Mind-Body. Es geht immer am Mind los. Ja, erkennen, was den eigenen Geist bewegt und wo einen das hinführt. Also was Patanjali eben so genial sagt, im ersten Kapitel, im 5. Sutras, nicht die Vrittis, die Aktivitäten des Geistes sind das Problem, sondern das, was ich zulasse, dass sie mit mir machen. Nicht führen Sie mich in einen Zustand von Beschwernis, Dukkha, führen Sie mich in einen Zustand von Erleichterung, Sukha. Und das kann ich auch gar nicht intellektuell entscheiden, weil Beschwernis und Erleichterung kann ich nur fühlen. Ja, das ist keine moralische Kategorie. Ich kann mein eigenes Denken, meinen eigenen inneren Dialog fühlen lernen. Und dann merke ich, was macht denn das mit mir? Wird's enger, wird's weiter? Ja? Wie empfindest du die momentane Situation? Wie ist Yoga geworden, so im Laufe der Zeit, auch in deiner Zeit, in der du hier bist? Hier in Europa Hier in meinst du? Europa, ja. Ja, das ist für ein erstaunlicher Wechsel, um ein Klischee zu benutzen, einen richtigen Paradigmenwechsel. Denn ich weiß noch, in meinen ersten Jahren hier habe ich natürlich überhaupt keine Wurzeln hier gehabt und auch dadurch keine Bekanntheit. Und meine Frau und ich, wir hatten ein kleines Kind und sie hat dann einen exotischen Beruf als indische Tänzerin. Durch mein Leben als Tänzerin habe ich sehr früh Leistung gelernt. Und wir leben ja hier im Westen in einem System, das sehr auf Leistung aus ist. Das heißt, wer was leistet, wer was erlebt, wer was sich erschafft, ist ein toller Mensch. Und das ist unsere ganze Kultur, unser ganzes Inneres geprägt von, wir müssen was fertigbringen, wir müssen was leisten. Als ich dann in den indischen Tanz eingestiegen bin, habe ich gemerkt, mit Willen komme ich nirgends hin in diesen Tanz. Da geht gar nichts. Ich bekomme einfach, ich sehe einfach verkrampft aus. Ich bin nicht natürlich und ich will hochspringen, ich will schön aussehen und alles basiert auf Leistung. Und dann habe ich gemerkt, ich muss von diesem Leistungsdruck weg Abstand nehmen, um in die Spiritualität, in den einzusteigen. Also es heißt, ich muss nicht irgendwie jetzt was ganz viel studieren und ganz viel wissen und was mir dann aneignen, wo ich gesagt habe, jetzt habe ich so und so viel Jahre Tanz gelernt und habe was geleistet, sondern das muss ganz verschwinden aus meinem Bewusstsein, dieses Gefühl des Leistenmüssens. Und dann erst, wenn dieses weg ist, kann ich in mir ruhen und ganz natürlich werden. Und dann wird die Bewegung, also jede Bewegung, die ist dann ganz anders. Die geht dann einfach nur dahin, bis wohin sie geht. Und sie geht nicht, ich muss jetzt noch mehr. Das ist der Unterschied. Und wenn diese Bewegung aber von innen ganz natürlich geformt wird, dann habe ich ein Bewusstsein erlangt über den weiten Raum. Das heißt, die Grenze zwischen dem Unendlichen, dem weiten Raum und mir gibt es nicht.
Das heißt, ich blende mich in diesen weiten Raum und deshalb meine Hand ist noch viel, viel länger, als ihr euch denkt. Das kommt von innen. Ja, dieses lange, weil ich bin angebunden an eine unendliche Linie, an einen ganz tiefen Lebensstrom. Und das ist halt, was der spirituelle Gedanke ist, auch hinter Yoga, dass man eingebunden ist in einen tiefen Lebensstrom, in dem man mitschwingt und nicht, wo man was leistet. Das heißt, ich muss mich nicht über Wasser halten, sondern das Wasser trägt mich. Das ist der Unterschied. War zum Glück sehr gefragt und auch hat beruflich viel Erfolg gehabt, sodass wir uns finanziell wir sind finanziell durchgekommen deshalb. Aber dann mit Yoga war es sehr schwierig und da habe ich in dieser Zeit, wo ich wirklich gekämpft habe, irgendwo Schüler zu bekommen oder irgendwie Gehör zu finden etc., hatte ich seltsame Erfahrungen mit christlichen Institutionen, die einerseits die für mich offen waren, indem sie gesagt haben, komm, unterrichte bei mir. Manche kirchlichen Gemeinden, weil ich ja auch Räume gesucht habe in Stuttgart. Und dann doch andere Institutionen, die mich regelrecht rausgeschmissen haben, obwohl ich schon dort etabliert war, weil sie meinten, Yoga führe in Ketzerei und Heidnismus und Hinduismus. Ja? So, das waren die Stimmungen zu Ende der 80er Jahren in sozusagen pietistisch oder vielleicht auch katholisch geprägten Gebieten, die ja auch Umfeld und Räumlichkeiten boten für Yoga-Unterricht. So, das war ziemlich furchtbar und für mich natürlich am Anfang sehr ernüchternd und traurig. Hin zu einem Wechsel ab den 2000er Jahren, wo ich viel in München gelebt habe, mit der Ankunft in der Yoga-Welt von Zeitungen, vielen Yoga-Zeitungen und von vielen Frauenzeitschriften, die über Yoga geschrieben haben und der langsame Einzug von Mode und Wirtschaft in die Yoga-Szene, das war erstaunlich, wo also auf einmal Yoga von Tag zu Tag populärer und Yogaschulen dichter wurden. So, das ist ein massiver Wechsel, wo eine ganz andere Art von Fehlblick auf Yoga stattfand, ja? Wo ich gedacht habe, warum das jetzt? Obwohl ich natürlich sehr, sehr froh war, dass Yoga weg von dieser Situation, von den späten 80er Jahren, wie ich sie erlebt habe, ja? War jetzt in diesen letzten Jahren. Ja? Aber trotzdem habe ich mich gefragt, warum so? So, das waren die zwei Veränderungen, die ich erlebt habe innerhalb dieser Zeit von 30 Jahren, fast 30 Jahren, wo ich in Deutschland bin. Ja? Über 30 Jahren. Ja, es ist auch ein Angebot, ein groß vielfältiges Angebot. Wie würdest du sagen, wie findest jemand, der anfängt mit dem Yoga, wie findet man den richtigen Lehrer? Wie findet man die richtige Übermittlung von dem Yoga für einen selber? Das Erstaunliche in Yoga ist, zu seinem Kern gehört ein Verständnis des Yoga, wo wir von verschiedenen Angas oder Glieder reden. Ja? Das heißt, der Körper als ein Glied, der Atem als ein Glied, unser privates, persönliches Leben als Glied und unser Zusammenleben in der Gesellschaft als ein Glied, um die 4 gröbsten oder wichtigsten Glieder zu nennen. Und natürlich der Geist als solcher, das innere Suchen etc. als ein Glied. So, manche Leute sind getrieben durch körperliche Probleme, manche sind durch ihre emotionale Verzweiflungen oder Frage über warum die sind oder was sie tun sollen und wie sie zu sich finden sollen. Etwas, was mehr ihr persönliches Leben angeht. So, Yoga bietet insofern Raum für verschiedene Arten von Fragen. So, ich glaube, je nachdem, was deine Frage ist, wäre es gut, da anzuknüpfen und da bei Yoga eine Lösung zu finden. Es gibt viele Dinge, die Yoga ansprechen. So, je nachdem, welche Fragen dich am meisten bewegen, beunruhigen, du kannst den Ansatz von Yoga sozusagen zu dem Ansatz von Yoga gehen, wo vielleicht diese Fragen am meisten oder nächsten beantwortet werden.
Also ist Yoga überall? Yoga ist das Leben. Im Grunde genommen, wenn wir anfangen, wenn wir aufwachen, sind wir im Yoga, bis wir wieder ins Bett gehen. Und sogar im Schlaf sind wir im Yoga. Die Frage ist nur, ob wir bewusst in diesem Prozess sind oder unbewusst. Wie kommt man zu diesem Bewusstsein? Davor haben wir unseren Verstand, unsere Erkenntnis. Der Weg zum Bewusstsein fängt mit Erkenntnis an. Und sobald wir Erkenntnis erlangt haben, bedeutet auch weitermachen. Das ist wie Fahrradfahren. Ja. Am Anfang sieht es schwierig aus, auf 2 Räder zu balancieren. Umso länger wir darauf sitzen, umso besser können wir balancieren. Und irgendwann mal lernen wie Fahrradfahren. Das hat jeder gelernt. Und so ist auch Yoga. Im Grunde genommen, die Möglichkeit bekommen wir, indem wir wiederholen und wiederholen und wiederholen. Die Wiederholung ist der goldene Schlüssel. Zu erkennen, den Weg gehen, Mut haben zu scheitern, aufzustehen und wieder gehen. Und sich darauf einlassen, dass man wieder fallen wird. Aber wissen, sobald ich gefallen bin, ist nur eine weitere Herausforderung, dass ich wieder aufstehe und weiter den Weg gehe. So konnte ich das beschreiben. Ja, die Mantren sind im Yoga sehr wichtig. Vor allem, wenn man ja der Überzeugung ist, es ist ja eine Art der Lehre, die ja 1000 Jahre alt ist. Wenn man das in Verantwortung sieht, dann gehören die Mantren dazu. Und ich kann dazu Folgendes sagen. An meinem ersten Tag, wo ich die Yogaschule Vision betreten habe, so ein Hinterhof in München, ganz tolles, altes Haus, wie man sich das so vorstellt. Ich war natürlich mal wieder ein bisschen zu spät und komme in den Hinterhof rein und habe schon oben die Fenster geöffnet gesehen und dachte, okay, da muss dieser Yogaraum sein. Und dann höre ich ein Singen. Ja, ich wusste noch nicht, dass es ein Mantra ist. Und ich dachte, nun komme ich jetzt bitte hin. Was ist das für ein Verein? Hatte überhaupt keine Berührung mit Mantren. Ich liebe indische Musik und ich habe das auch wahrgenommen, aber jetzt so nah ein Mantra wahrzunehmen, habe ich nicht. Ich betrete diesen Raum, sehe Menschen im Schneidersitz. Das hat die überhaupt nicht gestört, dass ich reingekommen bin. Die waren mit sich so im Reinen. Und ich höre dieses Mantra, das ich mit euch gerne teilen möchte. Und es war für mich sehr befremdlich und fast beschämend, weil ich nicht gelernt habe, selber meine Stimme zu akzeptieren. Und ich wusste damals auch noch nicht, dass das Mantra mir hilft, meine Stimme zu schulen und mir auch dabei hilft, die Atmung zu vertiefen. Und das Mantra möchte ich gerne mit euch singen. Sahana Vavatu, Sahanau Punaktu, Saha Viryam Karavavahai, Deshasvina Vati
Tamastuma Vid Vishvavahai. Om Shanti, Shanti, Shanti. Shiksham Yakyasyamaha Varnaswaraha Matraha Balam Samasantanaha Ityukta Shikshadhyayaha. Yoga und Asanas. Die Asanas, wie würdest du die in deinen Worten beschreiben? Ja, Sie sagen wir spätestens seit wir das Auto haben, ja, wir Menschen, oder vielleicht noch viel früher, seit wir anfangen mit elektrisch getriebenen Geräten zu arbeiten. Unser Takt und unser Rhythmus hat sich etwas Äußerem angepasst, ja. Natürlich vorher hat sich auch dem Rad angepasst, ja, das wir geschoben haben, oder Tieren, die wir sozusagen getrieben haben, angepasst. So diesen inneren Rhythmus, diese innere Stimme des Körpers hören zu lernen, ist etwas ganz Wichtiges. Ja. Und ich glaube, der Körper hat eine eigene Stimme, und die hat etwas mit diesen Bäumen und Pflanzen. Der Bambus hat ja eine Stimme, ja, sozusagen. Ja. Und wir sehen, wie fest er ist, ja, und wie biegsam er ist gleichzeitig. Und Bambus ist natürlich nur eine von unendlich vielen Bäumen. Schaut mal, die Riesenlinde dort. Und das ist so biegsam und so unerschütterlich in seiner Kraft. Ja. So, unser Körper hat diese Fähigkeit, diese beiden Fähigkeiten, ja, so ganz tief verwurzelt zu sein und dennoch unheimlich nachgiebig zu sein. Ja. So diese Schönheit, diese subtile oder zentrale Kraft des Körpers herauszubringen, das ist die Idee des Yoga oder die Idee des Asanas im Yoga. Und darum bemühen wir uns oder versuchen uns zu bemühen. Ja. Ich habe tatsächlich beide Stile mitbekommen, also persönlicher Unterricht und zum anderen über die digitale Welt den Unterricht. Und dementsprechend muss ich sagen, dass es ja zwar Unterschiede gibt tatsächlich, weil du körperlich oder weil der Trainer körperlich nicht da ist, um mich zu korrigieren. Aber bei Diana ist es einfach so, sie schaut einfach auf sie hat die Leute trotzdem im Blick, und das ist gerade das Wichtige, dementsprechend zu schauen, okay, machen die Leute die Übungen denn tatsächlich richtig oder ist von der Fehlstellung einfach her irgendwas gegeben, und deswegen, und die Energie kommt trotzdem rüber, und das finde ich eben das Faszinierende, was ich am Anfang nicht gedacht habe, tatsächlich, wo ich mir gedacht habe, vielleicht geht es irgendwie, muss man das einbüßen oder so über dieses Digitale, aber das ist überhaupt nicht der Fall, sondern es ist einfach immer wieder schön. Ja, in dieser für uns allen spannenden Zeit habe ich mich auch weiterentwickelt. Und ich hätte nie gedacht, dass ich mal Zoom-Unterricht gebe. Und ich habe da ein bisschen mit mir gehadert und es ging gar nicht anders. Und ja, meine Yogaschüler haben natürlich
gesagt, wie geht's weiter? Und waren da auch voller Freude und so aufgeschlossen, sonst hätte ich es ja nicht tun können. Und es ist auch hier eine Magie entstanden. Und auch durch das Online sind wir trotzdem miteinander verbunden und es klappt wunderbar. Ich habe ein bisschen Technik aufgerüstet, aber auch das ging. Und jetzt ist es normal geworden. Es wird zwar nie dieses Persönliche, das entsteht, wenn wir voreinander stehen. Das Spüren wird es nicht ersetzen, aber es ist ein guter Weg geworden und viele finden es doch durchaus bequem, von zu Hause aus in den eigenen vier Wänden dort Yoga zu praktizieren. Und ich bin dankbar, dass wir uns wöchentlich sehen. Wie bin ich zu Yoga gekommen? Das ist eine ganz einfache Frage, die ich beantworten kann. Ich bin durch Diana zu Yoga gekommen. Und es ist mir eine Ehre, dass ich mit Diana zusammen einen Film über Yoga drehen darf, weil es ist ihr Leben und meine Passion zum Filmmaking. Das gemischt ist der Wahnsinn. Ich habe mich schon vorher mit Yoga auseinandergesetzt, aber durch die Diana habe ich angefangen, Yoga wirklich zu machen. Also die ganzen Yoga-Übungen, bin dann in ihren Unterricht rein. Wie war der erste Kurs bei Diana? Es war sehr aufregend, weil ich hatte noch nie Yoga gemacht. Ich habe noch nie Yoga in einer Gruppe gemacht und es waren sehr viele Leute da. Es war aber eine schöne Location. Wir waren außen, wir waren in Würzburg und ja, das war sehr interessant, weil ich nicht wusste, wie ist denn das, wenn du da auf der Matte bist, gucken dir dann die anderen Leute zu? Aber es stimmt gar nicht. Jeder ist so fokussiert auf das, was er macht und auf die Diana. Und ja, das war so schön, weil wir den Unterricht immer
immer macht, sie leitet schön ein, hat immer schön ihren Gong dabei und haut es immer drauf und dann fragt sie erst mal ein, wie es geht und sagt dann, spür mal in dich rein und sie macht eine richtig schöne Stimmung um einen herum. Man fühlt sich wirklich aufgehoben bei ihr und das ist die Spirit und jeder fühlt sich sehr gut und du merkst es auch, wenn du immer so dich umschaust in die Gruppe, jeder ist so bei sich, aber man ist trotzdem in der Gruppe auch ein Ganzes, weil wir sind ja alle eins und man merkt dann diese peaceful energy, die in Dianas Unterricht gibt. Ja. Im Einklang mit der Natur. Spüre den Boden unter deinen Füßen. Tauche ein. Atme. Komme sanft in Bewegung. Bewegung ist Heilung. Bewegung ist Heilung. Komm in die Berghaltung. Atme aus über deine Herzmitte in die Vorbeuge. Atme ein und komm wieder zurück in die Berghaltung. Heb deinen rechten Arm in der Einatmung, leg ihn auf dein linkes Knie, atme ein, heb deinen linken Arm, atme aus, dreh dich sanft mit dem Blick über der Schulter, spüre die Kraft. Atme ein, heb dein Knie, streck dein Bein. Komm in die Kriegerposition 3.
Atme aus. Und über die Einatmung komm in den Krieger 1. Atme aus, komm in den Krieger 2. Spann die Hand über den Fußrücken in den friedvollen Krieger. Kehre zurück in die Berghaltung. Atme ein, heb deinen linken Arm. Leg deine Hand auf dein rechtes Knie. Atme ein, heb deinen rechten Arm. Atme aus, dreh dich sanft mit dem Blick über die rechte Schulter. Einatmen, heb dein rechtes Knie. Ausatmen, komm in den Krieger 3. Ausatmend. Dann einatmen in den Krieger 1. Über Ausatmen in den Krieger 2. Erde dich. Sei in deiner Kraft. Spann die linke Hand über den Fußrücken. Komm ausatmen in den friedvollen Krieger. Wieder zurück. Einatmen, heb dein rechtes Knie. Ausatmen, komm in die Berghaltung. Namaste. Ich mache am liebsten Yoga, wie ihr seht, hier in der wunderschönen Natur. Da ist es am schönsten, auch wie jetzt gerade, wenn es auch jetzt zum Beispiel frosty ist, aber die Sonne ist da, man spürt die Wärme der Sonne, man hört im Hintergrund die Vögel zwitschern, man kann auch die Matte mal weglassen und dann mit den Füßen den Boden berühren, dann macht man das sogenannte Earthing, man hat die frische Luft, man ist draußen, man tut was Gutes für Körper und Seele. Wie hilft Diana mir im Moment bei meiner Yoga-Journey? Ja, wir machen sehr viel Einzelunterricht. Was gefällt mir besonders am Einzelunterricht, ist, dass die Diana für einen 100% da ist. Sie hat sehr viel Zeit und Energie und ist dann auf dich fixiert als Person, als Einzelperson und nicht auf die ganze Gruppe. Und das bedeutet mir dann sehr viel, weil sie sich dann mit dir auch energetisch auseinandersetzt und sie fühlt dann in deine Stimmung rein. Sie merkt dann auch, okay, du hast heute ein bisschen mehr Low Vibes oder du bist heute voll auf Energy. Und dann passt sie auch diese Energie und Stimmung also an. Was bedeutet Yoga für mich? Yoga bedeutet für mich, eins mit Atem, Körper und Geist zu werden. Öffne deine Beine. Atme ein und komm über deine Herzmitte in die halbe Vorbeuge. Der Blick ist auf der Matte und dreh dich ausatmend in die diagonale Drehung. Geh hier mit deinem Atemrhythmus ganz in deine Kraft. Dehn dich. Lass los. Und öffne dich nun weit, indem du deine Hüften öffnest. Schließe die Beine in Tadasana, in die Berghaltung. Heb dein Bein an. Bereite dich vor für die Tanzhaltung, indem du ausatmend seinen Bogen spannst und einatmend wieder dich sanft zurück auf die Erde bringst. Wechsel die Seite, dehn den Oberschenkel. Atme ein, heb deinen Arm.
Atme aus, komm in die Tanzhaltung. Atme ruhig weiter. Komm einatmend zurück und ausatmend wieder über die Berghaltung. Dann atme nochmal tief ein. Namaste. Das war ähnlich bei mir am Anfang. Man fängt ja bei einer bestehenden Gruppe eigentlich auch an. Und dementsprechend wirklich zu schauen, dass man es zulässt, dass man sagt, ich muss jetzt nicht perfekt sofort die Übungen machen, sondern ich schaue, wie es funktioniert, was der Trainer, Trainerin einfach vorgibt und mache dann mit und lasse mich drauf ein, soweit wie es mein Körper einfach auch zulässt und es ihm gut tut. Und dann wird man automatisch einfach immer stückchenweise besser. Kontinuität im Yoga-Unterricht ist mir extrem wichtig, weil es einfach wichtig ist, es immer wieder zu üben und diese Möglichkeit einfach zu haben. Die Anfangszeit beim Yoga war spannend, weil ich davor mit Yoga tatsächlich noch gar keine Berührung hatte. Also ich bin da wirklich ganz neu reingekommen. Und ich habe es aber als sehr spannend und auch ja, trotzdem bereichernd empfunden, weil ich einfach mal was anderes mit meinem Körper gemacht habe. Namaste. Schön, dass ihr da seid. Kommt in eine aufrechte Position, so dass ihr die nächsten Minuten gut und bequem sitzen könnt. Dann schließt mal bewusst eure Augen und spürt in euer Wurzelchakra hinein. Der Unterricht bei der Diana ist abwechslungsreich. Sie trifft immer irgendwie genau den Punkt. Ich weiß nicht, wie sie das anstellt, aber egal, was ich für ein Wehwehchen habe, irgendwie gestaltet sie die Stunde immer so, dass es genau zu dem passt, was ich gerade brauche. Und ansonsten macht sie eine sehr gute Kombination aus körperlich herausfordernd, aber nicht überfordernd. Auch für die Seele ist viel dabei. Und ja, ich finde, es ist immer ein schönes, abgerundetes Paket, was sie da bietet. Öffnet nun langsam die Augen und nehmt noch mal ganz bewusst euch, den Nachbarn und den Raum wahr. Dann lasst die Arme ganz bequem neben euch hängen, lockert die Finger. Der Yoga-Stil von Diana ist, ich würde keinen festen Stil nennen. Es ist eine Mischung aus, glaube ich, vielen Yoga-Stilen, die man so im klassischen Sinne kennt. Es ist einfach von ihrem Herzen. Es geht einfach aus ihrem Herz direkt raus und da gibt es keinen festen Stil, den sie fährt, sondern sie spürt einfach rein und schaut einfach, was den Leuten gut tut und wie sie ihnen helfen kann. Und jetzt atme ein, heb deinen rechten Arm so hoch du kannst über den Scheitel und in der Ausatmung bleibst du mit beiden Sitzhöckern auf der Erde, dehnst du dich. Besonders schätze ich an Dianas Unterricht, an deinem Unterricht, dass du einfach es immer wieder schaffst, die Leute abzuholen. Du spürst rein, du merkst, wie die Stimmung ist, egal ob du es auf die amüsante Weise machst, also mit Spaß, oder eben sagst, okay, ich merke, ihr müsst einfach runterkommen und wir machen lieber noch mal eine Meditation, oder du holst die Leute einfach ab, egal ob persönlich oder in Entfernung über Zoom. Und jetzt bleib in der Dehnung, schließ gern deine Augen, denk dran, beginn zu lächeln, dann beruhigt sich auch dein Atem. Atme bewusst in die Dehnung hinein, spüre in die Seite, öffne deinen Herzraum. Beginne mit den Sufi-Kreisen um die Wirbelsäule herum. Lass die Schultern locker, hab Spaß an der Bewegung, spüre, wie die Wirbelsäule sich lockert. Sehr gut, lass den Atem fließen, halte nichts zurück. Beginn zu lächeln und lass die Kreise klein werden. Und bleib in dem Moment der Stille. Die Traditionen von Yoga kennenzulernen ist, glaube ich, auch wichtig dabei, weil man verstehen muss, woher kommt das alles, warum tue ich eine Sache so und nicht anders. Und gerade weil ja auch Atmen und Positionen halten oder Flows und was da alles dahinter steckt, ich glaube, das ist schon wichtig zu kennen, was eben die Beweggründe dafür sind, es so zu tun. Genau, wieder ganz bewusst spüren, die Finger aufspreizen, Mittelfinger schaut nach vorne,
Die Knie unter der Hüfte und das linke Bein dann wechseln. Ausstrecken. Sehr gut. Das rechte, genau. Abstützen. Und konzentriert öffnen. Sehr gut. Streck den Arm in dieselbe Flucht. Finger schön auf und die Handgelenke noch ein bisschen unter die Schultern, ne? Damit du hier eine Linie hast. Und versuch mal die Spannung aus dem Ellenbogen bei dir rauszunehmen. Und dann achte mal auf deinen Halswirbel, ja? Dass du hier schön locker bist. Sehr gut, hast du gemerkt? Länge in die Wirbelsäule geben. Das Bein anheben, Hüfte leveln, zieh erstmal gerade, sehr gut. Und jetzt hinten aufstellen. Krieger 1, ein. Und jetzt beim Krieger 2, beugt ihr das Knie so weit, dass ihr noch den großen Zeh anschauen könnt. Und jetzt geht in der großen Ausatmung die Arme zur Seite in den Krieger Nummer 2. Und jetzt fixiert ihr einen Punkt vor euch. Und die Schultern weg von den Ohrläppchen. Yoga bedeutet für mich, dass es mehr ist, weil ich zu meinem Sein komme, zu meinem eigenen Kern. Und das auf allen Ebenen. Nicht nur auf der physischen Ebene, sondern eben auch auf allen anderen Ebenen des Seins. Wo ich einfach mir die Zeit gönne und den Moment mir nehme, einfach bei mir anzukommen. Und das ist so extrem wichtig und mit dir so extrem schön. Dir ist meine liebe Diana, die für mich eine der Herzensmenschen ist und die mich immer so gut auf solche Ebenen heben kann und eben es schafft, mich innerhalb von kürzester Zeit zu mir selbst zu bringen. Und dann schließe die Position. Atme nochmal tief ein und aus. Yoga berührt mich schon, weil es einfach, es geht nicht nur um das Körperliche, dass man jetzt immer Sport macht und sich austobt, sondern es geht immer dabei, Körper und Seele in Einklang zu bringen. Und das macht auch Yoga so schön. Was mich sehr interessiert ist, was bewirkt denn Tantra-Yoga? Tantra-Yoga ist in der Ausübung von seinen Konzepten nicht zu trennen. Und diese Konzepte sind hochinteressant, weil sie so modern sind. Sie sind zwar schon vor 1000 Jahren und bisschen, also 800 Jahre bis ungefähr 1200 Jahre Vergangenheit entstanden. Also ungefähr so zwischen dem 8. Jahrhundert und dem 12. Jahrhundert ist das meiste entstanden, so um das Jahr 1000. Ist ganz viel passiert, sagen wir mal, vor 1000 Jahren. Durch die Beobachtung sind Feststellungen getroffen worden, die wegweisend sind. Zum Beispiel wie außen so innen. Der Zusammenhang von Mikrokosmos und Makrokosmos. Das Dogma, dass es nichts anderes gibt als Bewusstsein und Energie. Quantenphysik pur, ne? Ja? Genauso diese Vorstellung, dass alles mit allem in Verbindung steht. Also die Vernetztheit und eben wie außen so innen meint ja in diesem Kontext auch von der Zelle bis in den Kosmos und vom Kosmos zurück bis in die Zelle. Ja, und da kann man jetzt nicht sagen, es gibt Hierarchien. Hierarchien sind aufgelöst. Wenn alles miteinander in Beziehung steht und alles nur Bewusstsein und Energie ist, kann man keine Hierarchien mehr kreieren. Das macht einfach keinen Sinn. Der Körper wird uns gegeben in dieser Zeit,
als Ort der Erfahrung. Jahrelang, also jahrhundertelang sollte man ihn vergessen, sollte so Samkhya sogar die eigene Natur töten oder ihr wenig Beachtung schenken und reiner Geist werden. Und dabei wurde nie daran gedacht, dass der reine Geist zwingend darauf angewiesen ist, sich in einem Körper zu erfahren. Ich kann mich nicht körperlos erfahren. Geht nicht. Ist vollkommen unmöglich. Ja? Und so hat Tantra dann ganz neue Methoden entwickelt, nämlich die Entwicklung der inneren Sinne, die Verfeinerung der inneren Sinne, die Erfahrung der inneren Räume, die Erfahrung der Prana-Ströme, die Erfahrung der unterschiedlichen Schwingungsebenen, der Chakras und so weiter. Obwohl die Kosha-Lehre in keiner tantrischen Schrift drin ist, würde ich sagen, sie ist dem Tantra immanent, vielleicht so immanent, dass sie nirgendwo erwähnt werden musste. Tantra spannt einen Bogen zwischen dem Menschen und dem Göttlichen, der so dicht gewebt ist, dass das nicht zu trennen ist, ja, dass jede Zelle das Göttliche in sich trägt und es ausdrückt. Tantra hat eine Vorstellung hervorgebracht, die mich auch sehr beruhigt, die ich sonst aus dem Yoga gar nicht kenne, von Kula, einer Familie. Bewusstsein wie der Vater, Energie wie die Mutter, kümmern sich um mich als Schöpfung. Es berührt mich allein, wie du jetzt darüber sprichst. Ja, ja, und, also ich meine, ich weiß, ich habe hier nicht so viel Zeit, aber ich könnte noch endlos damit fortfahren. Es hat uns herrlich, ganz viel in das Leben reingebracht. Und ich habe von Bettina Bäumer mehrfach gehört, diese Aussage, dass Tantra der Yoga-Weg sei für das Kali-Yoga, also für das, worin wir aktuell leben. Ja. Und was wir brauchen, ist tatsächlich diese Form der Achtsamkeit. Also erstmal mich selber achtsam erfahren können, mich auch wertschätzen, was mir auch in dieser Gesellschaft, also in dieser Leistungsgesellschaft keiner beibringt. Und dann eben zu verstehen, dass alles über Resonanz funktioniert und dass dieses, was ich an Resonanz erschaffe, in meinem Innersten auch immer in das Äußere hinauswirkt, unweigerlich. Ja? Und dass genauso die Außenwelt auf mich wirkt, bis in die Zelle hinein und ich dann sehr genau überlegen kann, wie will ich denn die Außenwelt gestalten, meine Innenwelt, meine Außenwelt gestalten. Und da komme ich dahin, dass Shakti die gestaltende Kraft ist. Und in ihr ist das Bewusstsein drin. In ihr ist das Bewusstsein. In der Shakti, also Shakti ist durchtränkt vom Bewusstsein und aus diesem immanenten Bewusstsein heraus kann sie aber gestaltend werden. Kreativ und formgebend. Das kann sie. Und das ist uns mit Tantra gegeben worden. Das gab es vorher in dem Sinne nicht. Ja? Dadurch stehen wir ganz anders im Leben. Als bewusste, gestaltende Menschenwesen. Wow. Wie schön, dass wir das als Abschluss genommen haben, dieses Thema Tantra. Ich bin dankbar, dass du das so gesagt hast und es passt so wunderbar in diese Zeit. Ja. Vielen Dank, Anna, dafür. Danke, dass ihr mich gefragt habt. Es ist uns eine Ehre. Ich wünsche mir, dass das viele Menschen draußen auch so berührt, wie mich jetzt hier in diesem Raum. Ja. Gibt es noch irgendwas, was du mitteilen möchtest? Es gibt in diesem tantrischen Yoga etwas, ein Symbol, das ganz zentral steht, und das ist Virya. Virya, das Heldenhafte, das Mutige, das Wagende, das Riskierende. Und ich möchte allen ans Herz legen, dass sie sich mit dieser Qualität anfreunden, dass sie ihr Leben wirklich wagen, ihr Leben riskieren, sich richtig tief auf das Leben einlassen, mit allen Ups und Downs. Und
Meiner Ansicht nach ist es die einzige Art und Weise, diesem Leben und auch dem, was uns gegeben ist und was wir geworden sind, Bewusstsein und Energie, gerecht zu werden. Ja, es ist sicher das einzig wirklich große Danke, was wir dem Leben und der Schöpfungskraft zurückgeben können. Danke Hari für Om dein Tat Sat.